Countdown läuft für unseren Song Contest Starter und bevor es für ihn morgen am Sonntag losgeht mit dem Zug nach Basel, hat er noch bei uns im Wien-Heute-Studio vorbeigeschaut. Schönen guten Abend, JJ. Ja, danke für die Einladung, Patrick. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Wie groß ist die Aufregung jetzt eigentlich so kurz davor, wenn es immer näher kommt? Ja, relativ groß. Alles ist schon eingepackt. Die Koffer, Plural, sind schon gepackt. Also ja, ich habe den halben Kleiderschrank mitgenommen. Ich verstehe es nicht, wie das schon so zeitnah ist. Wie viele Koffer sind's? 2,5. Also noch so ein Carry-on-Trolley, aber mit dem Zug gibt es gar Carry-on, also 3. Du hast einen richtigen Interviewmarathon hinter dir jetzt, bevor du zu uns gekommen bist. Und was mich sehr beeindruckt, du hast mit der New York Times gesprochen. Ich meine, hallo, spinnst du die New York Times? Was redest du? Das, Org, oder? Das ist, hä, international. Ja? Was wollten die wissen von dir? Sie wollten ein Künstlerporträt machen, einfach nur über mich sprechen, schreiben und über mich berichten. Und es ist wirklich ein Privileg, dass die New York Times angefragt haben. Das gibt's gar nicht. Kann man in den Lebenslauf ganz groß hineinschreiben. Gell, ganz groß, New York Times, Ausrufezeichen. So ist es. Dein Auftritt, dein erster, ist am 15. Mai im zweiten Halbfinale. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten, was die Bühnenshow betrifft? Das ist ja immer ganz geheim bis zum Schluss, aber ein bisschen was kannst du verraten, oder? Ja, also wenn man das Musikvideo gesehen hat, dann weiß man ganz genau, warum wir gewisse Elemente übernommen haben. Also zum Beispiel das Papierboot mit Wasser und mit dem Sturm. Ist auch zu rechnen dann auf der Bühne in Basel. Wir werden viel mit den LED-Wänden im Hintergrund arbeiten und das Publikum wird dann auch einen Einblick in meine Seele haben. Das heißt, wird viel auch mit der Kamera gespielt und volle Emotionen. Apropos Einblick in deine Seele, das Lied heißt Wasted Love, also verschwendete Liebe, ist sehr autobiografisch, hast du selber geschrieben. Magst du die Geschichte dahinter erzählen? Ja, gerne. Es ging um meine persönliche Erfahrung mit der vergeudeten und der unerwiderten Liebe. Ich hatte einfach zu viel Liebe zum Ausschenken und ich dachte mir, es ist dann nichts mehr zurückgekommen. Ich dachte mir, vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr hineinstecke, kommt was zurück, aber es ist dann weiter nichts zurückgekommen und das hat sich so angefühlt, als würde ich mit einer Einbahn in Kontakt sein oder mit einer Wand reden. Und ja, dann bin ich halt eben aus dieser Situation rausgekommen und habe dann der Thea geschrieben, ob sie mir helfen möchte, auch an dem Song zu schreiben. Und das hat sie dann auch gemacht. Wie ist dir gegangen danach, nach der Situation? Oder besser gesagt, wie bist du da wieder rausgekommen? Ja, also ich habe einfach irgendwann dann realisiert, eben nachdem ich zu viel Liebe auszuschenken hatte, habe ich mich dann selbst als Person auch irgendwie verloren. Und meine Freunde haben dann auch gesagt, hey, JJ, das geht gar nicht, das muss jetzt zu Ende gehen. Und dann habe ich das eben gecheckt, hat lang gebraucht, aber dann habe ich es gecheckt, dass es vorbei ist und bin ich dann drüber hinweggekommen. Jetzt wird sozusagen dieser verarbeitete Schmerz vor hunderten Millionen Leuten gehört. Wie hat die betroffene Person darauf reagiert eigentlich? Ja, sie hat sich sehr gefreut für mich, dass ich halt meinen Weg gehe und dass ich Inspiration aus dieser schweren Zeit gefunden habe. Sie hat sich natürlich auch entschuldigt bei mir, dass es mir so gegangen ist. Aber ja, wie man sagt, Communication is key. Also da muss man wirklich miteinander reden, weil dann ist es einfacher, aus solchen Situationen rauszukommen. Wenn man so mit dir redet, dann hört man es ganz deutlich, du bist Wiener, du bist hier aufgewachsen, so wie ich. Du bist in Wien auch in die Schule gegangen. Ich habe in einem Interview gelesen, du wurdest als Kind oft gemobbt. Kannst du dir heute erklären, warum? Ja, also in Dubai war ich in der Schule und als Kind, ja, das haben die Leute halt eigen gefunden, dass ich mich, keine Ahnung, anders ausdrücke oder dass ich nicht generell immer Fußball spiele mit den anderen oder dass ich ja auch hoch singe. Das ist so ungewohnt für sie gewesen und dann ja, haben sie versucht, mich runterzumachen, aber ich habe eine dicke Haut und ich lasse nichts zu nahe treten. Genau. Hast du da wirklich gar nichts an dich ranlassen können? Schafft man das als so junger Mensch? Ich muss sagen, ich habe die dicke Haut von meiner Mama geerbt. Meine Mama hat wirklich eine dicke Haut und sie lässt nicht auf sie zukommen. Sie ist alleine nach Dubai gegangen und hat dort auch schon für sich ein Leben aufbauen müssen. Und mein Papa genauso ist dann auch nach Dubai beruflich gegangen. Und für ihn war es auch nicht einfach, alleine halt dann dort zu sein. Und sie haben mir halt viel Inspiration gegeben. Was würdest du den jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern raten, denen es vielleicht genauso geht, die jetzt sagen, ich bin ein bisschen der Außenseiter in der Schule, die anderen hänseln mich. Was kannst du denen mitgeben? Ja, ich würde denen einfach sagen, nichts zu nahe treten lassen. Es muss zumindest eine Person von dir überzeugt sein und das bist du alleine. Wenn du von dir überzeugt bist, dann hör nicht den anderen zu. Du weißt ja, was dein Wert, wie viel Wert du besitzt und ja, es ist wurscht, was die anderen sagen. Es ist besser, eigenartig zu sein, als
wie die Norm. Schön gesagt. Danke. Ich würde gerne zurück zum Song Contest kommen. Bei den Wettquoten liegst du ziemlich weit vorne. Ja. Also auch oft auf Platz 1 beim Publikumsvoting. Freut dich das oder macht das eigentlich mehr Druck? Beides. Einerseits macht es mehr Druck, weil dann eben hohe Erwartungen da sind und dass die Leute sich auch mehr erwarten. Aber andererseits freut es mich wahnsinnig, dass die Leute meine Kunst so akzeptieren, für wie ich sie präsentieren möchte und dass auch das Genreblending von Pop und Klassik so gut funktioniert. Aber ganz insgeheim bereitet man sich schon Worte vor, die man sagen möchte, falls man gewinnt, so wie Oscar-Nominierte, die sich vielleicht schon einen Zettel irgendwo reinstecken. Habe ich noch nicht gemacht, Ja? aber ich glaube, ich mache das während der langen Zugfahrt nach Ja, Basel. hast du 6 Stunden, glaube ich, oder 5 oder Noch sowas, mehr ja? sogar, also Noch kann ich mehr? mir genug, Ja. kann ich mir was überlegen. Ich darf dir im Nachhinein gratulieren zum Geburtstag. Du hast diese Woche Dankeschön. Geburtstag gefeiert. Genau. 24. Wie hast du gefeiert? Ja, ich war zuerst bei meiner Ärztin, um halt einen Immunboost zu holen, damit ich nicht krank werde. Dann hat Vitamin C. Braucht man mit 24 natürlich. Ja, natürlich am Geburtstag. Und genau, dann habe ich daheim mit der Familie gefeiert. Mama, Papa, Opa und meinen Geschwistern und meine besten Freunde sind gekommen. Und danach waren wir noch essen am Abend mit meiner engsten Freundesgruppe dann noch in der Stadt. Super, und jetzt geht's ab in die Schweiz. Ich hoffe, dass du wieder zu uns kommst, wenn du hoffentlich als Sieger zurückkehrst vom Ja, Song schauen wir Contest. mal. Ja? JJ, danke für deinen Besuch bei uns. Vielen Dank für die Einladung.